1. Einleitung. Die Welt unter der Oberfläche. Die Foundation ist eine Organisation, die sich nicht im Rampenlicht bewegt. Ihre wahre Stärke liegt nicht in Flaggen, Symbolen oder öffentlichen Gebäuden, sondern in den Orten, die niemand kennt. Standorte. Betonfestungen tief unter der Erde, verborgene Forschungskomplexe in den Bergen oder unscheinbare Industrieanlagen, die in Wahrheit ganze Dimensionen verwalten. Ohne diese Orte gäbe es keine Foundation. Denn Kontrolle, Sicherheit und Forschung brauchen Infrastruktur. Ein unsichtbares Rückgrat, das die gesamte Menschheit trägt, ohne dass sie es je bemerkt. Wenn man von der Foundation spricht, denkt man oft an die Objekte selbst, an monströse Wesen, gefährliche Artefakte, anomale Räume. Doch die Wahrheit ist, diese Dinge existieren nur in den Akten, weil sie irgendwo eingesperrt sind. Jedes SCP ist an einen Ort gebunden. Und diese Orte, die sogenannten Sites und Areas, sind mehr als bloße Gebäude. Sie sind Labyrinthe aus Korridoren, voller Sicherheitsprotokolle, voller Wissenschaftler, voller Geheimnisse. Jeder Standort ist ein eigenes Mikrosystem, ein Staat im Staat, abgeschottet von der Welt da draußen. Wie viele dieser Standorte es gibt, weiß niemand. Schätzungen reichen von einigen Dutzend bis zu mehreren hundert. Die Foundation selbst hüllt sich in Schweigen, streut Desinformationen und verschiebt Zahlen. Denn das Prinzip lautet, wer die Orte kennt, kennt die Schwachstellen. Absolute Geheimhaltung ist die erste Mauer, die zwischen der Menschheit und dem Chaos steht. Sites und Areas sind damit nicht nur Arbeitsstätten, sondern Bollwerke gegen das Unbekannte. Sie sind Orte, die von den meisten nie betreten werden. Und wenn doch, dann meist nur ein einziges Mal. In ihnen schlägt das Herz der Foundation, verborgen, unerreichbar und stets von der Dunkelheit des Unwissens umgeben. 2. Die Klassifikation. Sites, Areas und mehr. Um die Foundation wirklich zu verstehen, muss man die Sprache ihrer Standorte kennen. Denn nicht jeder Ort ist gleich. Hinter den Bezeichnungen Site, Area oder Facility steckt mehr als nur ein Name. Es ist eine klare Klassifikation, die Ordnung in das Chaos der Anomalien bringt. Sites sind das, was man sich am ehesten unter einem klassischen Standort der Foundation vorstellt. Forschungseinrichtungen, Labore, Archive und natürlich die Zellen zur Eindämmung von Anomalien. Hier wird gearbeitet, untersucht, verwaltet. Sites sind das Herzstück der Organisation, Orte, an denen die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Unbekannten stattfindet. Ein prominentes Beispiel ist Site 19. Sie gilt als eine der bekanntesten und am häufigsten erwähnten Einrichtungen. Viele der am weitesten verbreiteten SCP-Objekte sind hier eingelagert. Für die Community ist Site 19 beinahe ein Symbol geworden. Ein Inbegriff dessen, was die Foundation repräsentiert. Sterile Korridore, endlose Zellen und das Gefühl, dass hinter jeder Tür etwas lauert, das niemals die Außenwelt erreichen darf. Areas hingegen erfüllen meist eine andere Funktion. Sie sind stärker militärisch geprägt, strategisch ausgerichtet oder dienen speziellen Projekten, die nicht in unmittelbarer Nähe von Zivilisationen stattfinden dürfen. Während Sites die Forschungsarbeit leisten, sind Areas oft Bollwerke, Verteidigungsanlagen gegen Bedrohungen, Testfelder für neue Technologien oder Rückzugsorte, sollte ein Standort vollständig aufgegeben werden müssen. Ein Beispiel ist Area 12, bekannt für ihre Rolle in der Waffen- und Verteidigungsforschung. Hier geht es weniger um Dokumentation und mehr um die praktische Frage: Wie rüstet man sich gegen das Unbekannte? Diese klare Trennung, Sites für Forschung und Eindämmung, Areas für militärische oder strategische Aspekte, schafft ein System, das auf zwei Pfeilern steht. Der eine Pfeiler ist die Wissenschaft, die versucht zu verstehen. Der andere Pfeiler ist die Macht, die darauf vorbereitet ist, sofort zu reagieren. Zusammen bilden sie ein Geflecht, das dafür sorgt, dass die Foundation nicht nur auf Wissen, sondern auch auf Stärke baut. Doch warum diese Unterscheidung? Warum diese strikte Klassifikation? Die Antwort ist ebenso einfach wie beunruhigend: Geheimhaltung. Die Foundation muss Informationen fragmentieren. Kein Standort weiß alles, kein Standort trägt die ganze Last. So wird verhindert, dass ein einziger Angriff, eine einzige Infiltration die gesamte Struktur der Organisation gefährdet. Site 19 mag für die Forschung unverzichtbar sein, aber ihre Existenz allein wäre wertlos, wenn es nicht irgendwo eine Area gäbe, die im Notfall den Verteidigungsschlag ausführt. Diese Verteilung sorgt für Redundanz, für Schutz, aber auch für eine gewisse Paranoia.
Mitarbeiter wissen oft nur das, was für ihre Arbeit notwendig ist. Sie kennen ihre Site, vielleicht ihre Nachbareinrichtung, aber niemals das ganze Netzwerk. Damit sind sie Zahnräder in einer Maschine, deren Größe sie selbst nicht überblicken können. Eine Maschine, die nur funktioniert, weil jedes Zahnrad isoliert bleibt. Die Klassifikation von Sites und Areas ist deshalb mehr als nur ein organisatorisches Detail. Sie ist der erste Beweis dafür, wie die Foundation denkt, in Schichten, in Sicherheitsstufen, in verschlossenen Türen. Und sie zeigt, dass die wahre Stärke dieser Organisation nicht in einer einzigen Festung liegt, sondern im Netz, das alle verbindet, ein Netz, dessen Knotenpunkte tief verborgen bleiben. 3. Legendäre Standorte im Kanon. Einige Standorte der Foundation sind mehr als nur Einrichtungen. Sie sind Namen, die selbst in den geheimen Archiven Ehrfurcht und Unbehagen hervorrufen. Orte, die im kollektiven Gedächtnis der Mitarbeiter weiterleben. Site 19. Das wohl bekannteste Zentrum der Foundation. Endlose Korridore, sterile Zellen und die Unterbringung unzähliger Objekte, die man besser niemals alle an einem Ort versammelt hätte. Site 19 ist mehr als nur eine Forschungseinrichtung. Sie ist ein Symbol für Kontrolle. Jeder Mitarbeiter kennt den Namen, doch kaum jemand kennt das volle Ausmaß. Viele der berühmtesten Anomalien, über die heute berichtet wird, finden hier ihre Zelle. Wer durch die Gänge geht, weiß, hinter jeder Tür kann sich etwas befinden, das das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Site 13. Ein Standort, der fast wie ein Mythos wirkt und für viele ein Beweis, dass die Foundation manchmal über sich selbst stolpert. Site 13 war ein Ort, der im wahrsten Sinne des Wortes zu einem eigenen SCP wurde. Maschinen, die nicht mehr funktionierten. Strukturen, die sich gegen die eigenen Mitarbeiter richteten. Und eine Anlage, die irgendwann aus den Archiven verschwand, als hätte sie nie existiert. Für manche ist Site 13 eine Warnung. Nicht jeder Versuch, das Unbekannte zu kontrollieren, endet mit Erfolg. Manchmal verschlingt die Einrichtung ihre Erbauer. Site 17. Ein Standort mit einem besonderen Fokus. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf humanoiden SCPs. Wesen, die denken, sprechen, fühlen und doch nicht menschlich sind. Site 17 ist kein Ort für Waffenforschung oder mechanische Anomalien. Es ist ein Ort des stillen Konflikts, zwischen Kommunikation und Eindämmung, zwischen Verständnis und Misstrauen. Viele der bekanntesten gesprächigen Anomalien, die uns in Interviews und Dokumenten begegnen, sind in Site 17 untergebracht. Ein Standort, der zeigt, wie nah die Foundation manchmal an den Abgrund menschlicher Empathie tritt und wie schwer es ist, ihn nicht zu überschreiten. Diese 3 Namen, Site 19, Site 13, Site 17, sind mehr als bloße Zahlen. Sie sind Legenden innerhalb der Foundation. Jeder für sich erzählt eine Geschichte, von Kontrolle, von Scheitern, von der gefährlichen Nähe zum Menschlichen. Zusammen ergeben sie ein Bild davon, wie vielfältig, wie fragil und wie furchteinflößend die Welt hinter verschlossenen Türen wirklich ist. 4. Mythen und Fantheorien über Standorte. Wo Geheimnisse existieren, entstehen unweigerlich Legenden. Und bei der Foundation, deren gesamte Existenz im Schatten operiert, ist die Grenze zwischen Akte und Mythos besonders schmal. Über die Jahre hinweg haben sich zahlreiche Theorien gebildet, die so hartnäckig kursieren, dass sie fast selbst zu einem Teil des Kanons geworden sind. Der angebliche Antarktis-Hauptsitz, immer wieder taucht das Gerücht auf. Der wahre Hauptsitz der Foundation liege verborgen tief im Eis der Antarktis. Fernab jeder Zivilisation, in einem Gebiet, das kaum ein Mensch jemals betreten wird. Die Theorie speist sich aus klassischen Motiven, Isolation, Unerreichbarkeit und aus literarischen Vorbildern wie Lovecrafts Berge des Wahnsinns. Manche Fans stellen sich gigantische Hallen unter dem Eis vor, in denen die gefährlichsten SCPs der Menschheit lagern. Doch so verlockend dieses Bild ist, im Kanon existiert kein Hinweis auf einen derartigen Ort. Die Foundation ist dezentral, verteilt, verborgen, und genau darin liegt ihre Stärke. Site 0 und Site 01. Noch geheimnisvoller sind die Spekulationen um Standorte, die offiziell gar nicht existieren dürften. Site 0, manchmal als Ursprung aller Foundation-Aktivitäten bezeichnet. Ein Ort, an dem angeblich die ersten Objekte eingesperrt wurden, bevor es die Foundation in ihrer heutigen Form überhaupt gab. Andere sprechen von Site 01, einem Standort, den es nur für die oberste Leitung geben soll. Ein Ort, der nicht auf Karten auftaucht,
nicht in den Akten erscheint und von dem aus der O5-Rat die Geschicke der gesamten Organisation lenkt. Ob reine Fiktion oder ein Symbol für absolute Macht, diese Theorien spiegeln die Sehnsucht nach einem klaren Zentrum wider, nach einem Herz der Foundation, das in Wirklichkeit niemals offenbart werden würde. Mobile Standorte. Ein besonders faszinierendes Thema sind die Gerüchte über Standorte, die nicht an einen festen Platz gebunden sind. Ganze Züge, die als rollende Forschungseinrichtungen dienen sollen. Schiffe, die über die Weltmeere fahren und Anomalien von Kontinent zu Kontinent transportieren. Oder unterirdische Städte, verborgen unter urbanen Zentren, in denen Tausende von Mitarbeitern leben und arbeiten, ohne dass die Welt je davon erfährt. Manche dieser Ideen stammen aus Fanfiction, andere aus kleinen Erwähnungen in Randtexten. Sie alle zeigen jedoch denselben Gedanken: Die Foundation ist nicht starr. Sie passt sich an, sie bewegt sich, sie existiert dort, wo man sie am wenigsten vermutet. Am Ende bleibt klar: Zwischen Akte und Legende verläuft die Grenze bei der Foundation oft fließend. Mythen wie der Antarktis-Hauptsitz oder die geheimen Zeit-Null-Erzählungen sind keine belegten Fakten, aber sie haben eine Funktion. Sie spiegeln unsere Faszination für das Verborgene wider und zeigen, dass die Foundation mehr ist als nur ein System aus Zahlen und Standorten. Sie ist ein Konstrukt, das in den Köpfen weiterlebt, voller Lücken, die von den Mythen ausgefüllt werden. 5. Realität versus Fiktion. Woher kommt die Inspiration? So fantastisch die Welt der Foundation wirken mag, viele ihrer Ideen wurzeln in der Realität. Denn geheime Standorte, abgeschirmte Anlagen und verborgene Forschungseinrichtungen sind keineswegs reine Fiktion. Militärische Vorbilder: In den USA existiert etwa das NORAD-Hauptquartier, tief im Cheyenne Mountain verborgen. Eine Anlage, gebaut, um selbst einem Atomschlag standzuhalten, mit kilometerlangen Tunneln, Sicherheitsschleusen und eigenem Versorgungssystem. Auch unterirdische Bunker wie jene der Zeit des Kalten Krieges, in denen ganze Regierungen im Ernstfall überleben sollten, haben die Vorstellung von Foundation Sites geprägt. Sie alle zeigen: Orte, die unsichtbar für die Öffentlichkeit bleiben, sind kein Traum, sie sind Realität. Geheime Forschungseinrichtungen. Ob das Manhattan-Projekt in Los Alamos oder streng geheime Labore in abgelegenen Regionen, die Menschheit hat immer wieder Orte geschaffen, an denen unter absoluter Geheimhaltung geforscht wurde. Genau hier setzt die Foundation an. Abgeschottete Areale, in denen niemand Fragen stellt und jede Tür potenziell in eine andere Welt führt. Isolation als Prinzip? Warum finden wir Foundation Sites so oft in Wüsten, in arktischem Eis oder tief in den Bergen? Die Antwort ist simpel: Isolation bedeutet Sicherheit. Wer weit ab von der Zivilisation operiert, minimiert Risiken. Kein neugieriger Zivilist stolpert zufällig in eine Sperrzone. Gleichzeitig verstärkt Isolation die Aura des Geheimnisvollen. Ein Standort im Niemandsland ist mehr als praktisch. Er ist ein Symbol für Kontrolle und Abgeschiedenheit. Die Inspiration der Foundation-Standorte ist also kein reines Gedankenspiel. Sie ist eine Spiegelung dessen, was die Menschheit schon lange im Verborgenen baut. Orte, die niemand sehen darf und die genau deshalb so faszinieren. 6. Die Atmosphäre der Standorte. Wenn man an die Standorte der Foundation denkt, genügt es nicht, sich nur Beton, Stahl und Sicherheitsschleusen vorzustellen. Sie sind mehr als bloße Bunker. Sie sind abgeschlossene Welten, in denen der Alltag der Menschheit keinen Platz hat. Isolation als Grundstimmung. Ein Standort ist selten offen, lebendig oder freundlich. Stattdessen herrscht ein Gefühl ständiger Trennung. Trennung von der Außenwelt, Trennung von der Zivilisation, manchmal sogar Trennung von der Realität selbst. Wer in einer Site arbeitet, lebt in einer Welt, in der Geheimnisse, Gefahren und Protokolle den Tagesablauf bestimmen. Für viele Forscher bedeutet das ein Leben im Schatten, umgeben von Dingen, die niemals hätten existieren dürfen. Architektur als Spiegel. Die Gänge sind steril, kalt, endlos. Weiße Neonbeleuchtung, die niemals erlischt. Türen, die sich nur mit mehrstufigen Berechtigungen öffnen. Archive, in denen Millionen von Akten in grauen Regalen liegen, jede von ihnen ein mögliches Desaster. Selbst die Kantinen oder Schlafquartiere wirken klinisch und funktional. Orte, die nicht zum Wohlfühlen gebaut wurden, sondern zum Überleben.
Atmosphäre des Schreckens. Und dennoch ist es nicht die Kälte des Betons, die bedrückend wirkt, sondern das Wissen. Jeder Mitarbeiter weiß, hinter der nächsten Schleuse könnte etwas lauern, das die Welt zerstören würde. In einem Labor liegt vielleicht ein harmlos wirkender Gegenstand, der in Wahrheit ein unkontrollierbares Konstrukt ist. In einem anderen Flügel sitzt ein Wesen, das mehr über dich weiß, als du selbst jemals wissen wirst. Diese latente Bedrohung prägt jeden Standort stärker als jede architektonische Entscheidung. Jeder Standort als Mikrokosmos. Mit der Zeit entwickeln Standorte beinahe eigene Identitäten. Site 17 etwa wirkt wie eine riesige permanente Quarantänestation, überfüllt mit humanoiden SCPs. Site 19 dagegen gleicht einer Stadt in sich, mit unzähligen Flügeln, Abteilungen und Korridoren, die kaum jemand vollständig kennt. Jeder Standort ist eine eigene kleine Welt, mit eigenen Regeln, eigenen Geheimnissen und einer Atmosphäre, die selbst für erfahrene Mitarbeiter bedrückend bleibt. So sind die Standorte der Foundation nicht bloß Orte. Sie sind Geschichten aus Beton gegossen. Ein Spiegel der Angst, der Kontrolle und der unaufhörlichen Auseinandersetzung mit dem Unbekannten. 7. Schlussfolgerung. Die verborgene Infrastruktur der Kontrolle. Am Ende bleibt eine einfache Wahrheit. Ohne ihre Standorte gäbe es die Foundation nicht. Diese Orte sind das Fundament, auf dem das gesamte System ruht. Sie sind die Festungen, die Archive, die Gefängnisse und die Labore, in denen das Unmögliche erforscht wird. Standorte als Lebensadern. Jedes einzelne Site, jede Area ist Teil einer unsichtbaren Infrastruktur. Eine Infrastruktur, die dafür sorgt, dass Anomalien nicht unkontrolliert die Welt bedrohen. Ohne sie gäbe es keine Sicherheit, keine Ordnung und keine Menschheit, wie wir sie heute kennen. Die große Ungewissheit. Doch so viel wir auch über einige Standorte wissen, niemand kennt das gesamte Bild. Wie viele Sites existieren wirklich? Welche Geheimnisse verbergen sie? Und welche Orte sind so gefährlich, dass selbst die Foundation sie aus ihren eigenen Archiven gestrichen hat? Das bleibende Mysterium. Vielleicht ist genau das der Kern der Faszination. Die Standorte sind nicht nur Kulissen für Geschichten, sondern Sinnbilder für Kontrolle im Verborgenen. Sie erinnern uns daran, dass die größten Geheimnisse nicht unbedingt vor unseren Augen liegen, sondern tief unter der Oberfläche. Und so bleibt am Ende nur eine Frage offen. Wie viele dieser Orte sind uns bekannt? Und wie viele werden wir niemals erfahren?